Sturm. Tut auch ein bisschen mein linker Oberschenkel weh. Boah, es ist übelst kalt draußen, oder? Ja, ich war gerade beim Bäcker und es ist einfach so kalt. Ich habe so ein bisschen Angst für unsere Winter-Bikepacking-Tour, dass wenn wir da früh am zweiten Tag aufstehen, dass es einfach so kalt ist und wir uns nicht aus den Schlafsäcken quälen wollen. Hallo. Hallo und willkommen aus Sachsen. Ja, stimmt. Wir sind in Leipzig. Kann ich noch mehr Sächsisch reden hier? Versteht mich doch keine Sau. Sächsisch reden funktioniert übrigens am besten, wenn du den Unterkiefer richtig vorschiebst. Nein, back to business und Hochdeutsch. Hallo. Hi, wir sind gerade in Leipzig. Wir sind gestern Abend hier angekommen. Wir haben eine Bikepacking-Tour gemacht. Es ist kurz vor Weihnachten. Unser Ziel war es, von München bis nach Leipzig zu fahren. 500 Kilometer, 5000 Höhenmeter und 2 Tage. Das war auf jeden Fall ein anspruchsvoller Plan und wir sind kläglich gescheitert. Naja, nicht ganz. Wir haben es versucht. Und haben vernünftigerweise am Ende einen Zug genommen. Aber wir fangen mal mit den positiven Dingen an. Wir hatten keinen Defekt. 50 Minuten unterwegs und schon muss man die Schaltung einstellen. Fällt dir noch was ein? Wir haben gute Entscheidungen getroffen. Ja, wir waren nämlich in einem Hotel und wir haben einen Zug genommen. Statt draußen in der Hütte zu schlafen und statt bei Sturm uns von Bäumen erschlagen zu lassen. Außerdem richtig gut lief das Wasser in die Schuhe. Zumindest in deiner. Was lief schief? Alles So einiges. Wir wollten morgens in aller Frühe starten. Das hat richtig gut funktioniert. Nick hat nämlich erstmal noch Sachen gepackt, weil wir am Abend vorher noch bis ultra spät die letzten Umzugsvorbereitungen in der Wohnung getroffen haben. Wir ziehen nämlich nach München. Dann haben wir halt erstmal geschlafen und gesagt, okay, packen machen wir jetzt morgen. Oder ich hatte schon gepackt, Nick packt morgen. Dann waren wir gerade fertig loszufahren, sind losgefahren zur Bahn. Wir wollten ein paar Kilometer skippen und nach Freising mit der Bahn fahren. Auf dem Weg zur Bahn stellte ich fest, Helm vergessen. Also nochmal zurück und eine Bahn später genommen, also nochmal 20 Minuten verplempert. Wir sind jetzt in Freising am Bahnhof und fahren jetzt auch schon direkt los. Heute stehen 225 Kilometer auf unserem Plan. Es ist jetzt kurz vor 12. In Freising sind wir bei leichten Nieselregen gestartet. Der hat dann aber recht schnell schon wieder aufgehört und wir hatten sogar recht viele Kilometer in der Sonne. Blauer Himmel, Sonnenschein und es war trocken. Von oben. Von oben. Damit hatten wir echt nicht gerechnet. Ja. Nachdem die letzten Tage so viel Stress war mit Wohnung streichen, Kisten packen, alles Mögliche, merke ich jetzt, wie diese ganze Anspannung ein bisschen abfällt. Und damit kommt die Müdigkeit. Ich werde gerade voll müde. Unsere Route haben wir als Mix aus Asphalt und Gravel geplant, weil es auf Gravel einfach immer ein bisschen wärmer ist, weil man mehr mit dem ganzen Körper arbeiten muss. Hallo, ich bin ein Traktor. What the heck, du Traktor! Upsi, das war ein bisschen schmierig. Da bin ich etwas weggerutscht. Nicht so der optimale Weg hier. Boah, ich rutsche nur noch. Aber immerhin, das Licht ist schön. Zumindest durch meine Brille. Und weil weniger Fahrtwind ist, weil man langsamer vorankommt. Wir waren gerade kurz an der Donau unten und das war einfach richtig schlammig, weil da vor kurzem ein Hochwasser war. Das war jetzt gerade der Ort Weltenburg. Leider mussten wir hier aber unsere Tour umplanen. Vorher schon. Da muss man so ein Stück Fähre fahren und die fährt leider nur bis Oktober. Sandras Tipp zum Essen von diesen Hazelnut Butter Quetsch-Teilen. Auf den Lenker legen und drauf abstützen, bis so 2, 3, 4 cm Wurst rauskommen. Das machen wir jetzt. Wahrscheinlich die steilste Straße in Kelheim.
Und wir fahren da natürlich lang. Top geplant. Wie ihr sehen könnt, es ist schon richtig dunkel. Wir haben es aber noch gar nicht so spät. 17:20 Uhr. Diese coole Weihnachtskugel habe ich leider irgendwo kurz vor am Berg verloren. Ich hoffe, irgendwer findet sie und freut sich voll darüber. Aber wir fahren seit ungefähr 40 Minuten in der Dunkelheit. Kurzer Stopp beim Edeka und beim Bäcker. Und da haben wir jetzt quasi Supermarkt-Stopp. Und wir müssen uns beeilen, Und weil die Pausenstopp. gleich schließen. Ja, wir haben noch 20 Minuten, bis die schließen. Deshalb essen wir jetzt schnell was und dann geht's weiter in der Dunkelheit. Unsere Essenspause ist beendet. Finger sind jetzt ein bisschen kalt. Aber ist kalt. was? Der ganze Körper ist jetzt. Der ganze Körper ist kalt. Na gut, dann der ganze. Genau. Und jetzt geht's weiter. Eigentlich hatten wir bei dem ersten Tag nur die letzten 2 Stunden Regen. Da war es dann auch schon dunkel. Und wir sind so einen richtig anstrengenden alten Bahntrassenradweg gefahren, der leicht ansteigend immer bergauf ging. Und der wechselte sich zwischen kurzen Asphaltstücken und sehr aufgeweichten, langen Schotterpassagen ab. Und das war einfach so anstrengend, da lang zu fahren, weil ich echt schon K.O. war und nur noch ankommen wollte. Wo auch immer. Wir wussten nämlich noch gar nicht, wo wir schlafen. Das ist richtig. Wir haben uns in Amberg dann erst entschieden oder eigentlich ein Hotel gefunden, was noch auf hatte, wo man noch einchecken konnte nach 20 Uhr, weil es dann mittlerweile schon 20:30 Uhr war oder so. Der Drahteselstall, das ist super. Wir sind jetzt im Hotelzimmer. Ich putze mir gerade die Zähne. Ja, war anstrengend und wir waren richtig müde, sodass wir nicht mehr weiter konnten. Guten Morgen. Es ist jetzt kurz nach 6:30 und wir gehen schnell zum Frühstück, um uns dann auf die letzten 261 Kilometer zu wagen. Genau. Müde, der Hintern tut weh, nix Beine tun weh. Schauen wir mal, was das hier wird. Wir haben gefrühstückt und haben jetzt alles wieder eingepackt. Mal sehen, wann wir das dann schaffen, auf dem Rad zu sitzen. Jetzt ist 7:34 Uhr. Ich würde tippen auf um 8. Pünktlich um 8 waren wir auf dem Rad, sind 1 Minute gefahren und haben uns dann entschieden, die Regenhosen anzuziehen. Wir sind sehr optimistisch rausgegangen, aber haben dann sehr schnell festgestellt, dass die Regenhose die bessere Option ist. Aber dann kommen wir jetzt finally los. Die ersten 15 Kilometer haben wir jetzt weg. Geht so ein bisschen stetig auf und ab, also so wie gestern. Mir ist einfach unglaublich warm. Ich glaube, ich bin unter der Regenjacke nasser als von außen, einfach weil ich so viel schwitze. Deshalb fahre ich ein bisschen langsamer, weil das echt nicht angenehm ist. Tut auch ein bisschen mein linker Oberschenkel weh. Irgendwie so der Muskel. Da kann ich nicht so richtig drücken. Aber naja, kann ich eh nicht aktuell. Ja, Sandra rollt irgendwo davon. Jetzt ist sie gerade schon in der Abfahrt. Erster Stopp. Alles nass. Heiße Schokolade, goldene Milch, Nick und Tee. Und gleich kommen noch Flammkuchen. Jetzt die nassen Schuhe wieder an und die Regenhose, die auch innen nass ist. Seht ihr das Wanken der Bäume? Es sind nämlich Sturmböen gemeldet. Also in solchen Momenten denke ich mir, ich bin der schwächste Mensch auf Erden, so ungefähr. Weil ich die ganze Zeit darüber nachdenke, wo ist vielleicht ein Bahnhof, von dem aus ein Zug fährt. Ja, es ist schon sehr mühsam. Regen und noch mehr Regen und auch ein bisschen Wind.
Die Sachen waren dann irgendwann durchgeweicht. Das Wasser lief in meine Schuhe rein, nix Regenjacke war nicht mehr dicht, nix Handschuhe haben ungefähr 1 Kilo pro Stück gewogen, weil das so viel Wasser drin war. Bis zum Mittag hat es ja gehalten, also gut 4 Stunden war es dicht. Dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Ja, außerdem gab es da diese Sturmwarnung. Bis irgendwann nach dem Mittag haben wir davon eigentlich nicht so viel mitbekommen. So ziemlich gleichzeitig hatten wir irgendwie den Gedanken, vielleicht sollten wir doch in den sauren Apfel beißen und zu dem nächsten Bahnhof fahren. Nick hat es dann angesprochen und dann haben wir an der Bushaltestelle angehalten, um unsere Optionen zu checken. Jetzt stehen wir hier in einer Bushaltestelle und schauen, wie wir mit dem Zug nach Leipzig kommen. Weil es ist Sturm und wir sind nass bis auf die Knochen, würde ich sagen. Nicht nur bis auf die Haut. Mir fehlen meine Gummihandschuhe vom Bright Midnight. 10 Kilometer bis zum Bahnhof. Bundesstraße, wo man 100 fahren darf. Stark. Kann man da anders hinfahren? Und dann ging es direkt los mit dem Sturm. Die letzten 11 Kilometer zum Bahnhof waren nicht mehr so cool. Wir sind in Schlangenlinien zum Bahnhof gekommen. Ja, krasse Sturmböen, kleine herabfallende, rumfliegende Äste. Der Regen flog waagerecht. Nur damit ihr mal seht, wie viel das hier regnet. Das steht alles unter Wasser. Zum Zug zu fahren war auf jeden Fall richtig. Ja, das haben wir dann auch auf der Rückfahrt, als wir im Zug saßen, gemerkt. Da sind wir von einem Bahnhof rausgefahren und dann hat es richtig gestürmt, es hat geblitzt draußen. Also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und wir waren dann halt auch echt froh, hier in Leipzig angekommen zu sein und im Warmen wieder zu sein, eine Dusche dann später zu haben. Und Pizza. Und Pizza, es gab Pizza zum Abendessen, das ist richtig. Tschüss, bis zum nächsten Mal.